In den letzten 4 Jahren habe ich immer wieder Leute kennengelernt, die ins Vanlife gestartet sind, aber nicht alle sind dabei geblieben. Und auch bei mir gab es immer wieder Phasen, in denen ich absolut keinen Bock mehr auf mein Wohnmobil und Vanlife hatte. Daher gibt es heute mal wieder ein bisschen Vanlife-Realität und wir sprechen über die kleinen und großen Hürden und wie man sie meistert. An meinem Wohnmobil haben sich in letzter Zeit so einige Probleme angestaut, die ich gerade nach und nach abarbeite. Hier im Bad ist es jetzt wesentlich heller bei mir. Ist richtig schön. Der Grund ist nicht so schön. Mir ist gerade mein Fenster abgefallen. Die letzten Wochen habe ich im Süden von Griechenland genossen, aber jetzt wird es endlich mal wieder Zeit, mich mal ein paar Tage nur um mein Wohnmobil zu kümmern, denn mein Dach ist schon länger undicht. Das heißt, kein Stellplatz am Meer, sondern ein Campingplatz zwischen Autobahn und Flughafen, aber dafür mit hilfsbereiter Gesellschaft. Auf der einen Seite steht Vanlife für Freiheit und selbstbestimmtes Reisen, auf der anderen Seite ist man aber auch absolut abhängig von seinem Fahrzeug. Und das muss man aushalten können. Der ganze Alltag dreht sich um das Auto. Man schläft, isst, fährt, arbeitet und reist am und im Auto. Über Wasser auffüllen, Wäsche waschen und Toilette entleeren muss ich hier gar nicht anfangen. So ein Wohnmobil hat immer das ein oder andere zusätzliche Wehwehchen, gerade wenn es eins von der älteren Generation ist. Ja, also das ist hier irgendwie alles nicht mehr so der Brüller. Es ist jetzt so 16 Uhr und irgendwie habe ich gefühlt noch gar nicht mit irgendwas angefangen. Oh Mann. Das mag hier jetzt erstmal wie eine vollkommen alltägliche Szene aussehen. Aber tatsächlich ist das erste Mal seit 5 Wochen, dass ich normal abspülen kann. 3 Wochen war meine Pumpe kaputt. Ich hatte eine neue bestellt, dann die neue Pumpe eingebaut, hat sich herausgestellt, dass die zu krass ist für mein Stromsystem, weil die zu viel Watt zieht. Und jetzt habe ich gestern mit Gustel Pumpe getauscht und jetzt habe ich quasi eine, die ein bisschen weniger Power hat. Und jetzt endlich, nach 5 Wochen, kann ich wieder normal abspülen. Da muss ich sagen, habe ich mich schon sehr in Resilienz geübt. Das ist mir auch nicht immer leicht gefallen, aber mit sowas muss man einfach umgehen lernen. Ich kann mich erinnern, ich hatte da schon ganz viele Sachen. Ich hatte auch mal 4 Wochen keinen Strom in meinem Wohnmobil. Das passiert halt. Und gerade wenn man nicht nur reist oder Urlaub macht im Wohnmobil, sondern halt auch arbeiten will, da sind solche Dinge halt sehr hinderlich, um seinen Alltag bewältigen zu können. Aber ja, das kann halt passieren, ne? Da muss man mit umgehen können. Vanlife hört sich erstmal nach Urlaub an und einer Pause vom stressigen Alltag. Die Wahrheit ist, dass man natürlich trotzdem Alltag hat, nur eben auf 4 Rädern. Und auch das berühmte Hamsterrad lässt man nicht zu Hause. Ruckzuck rutscht man auch im Wohnmobil in schlechte Gewohnheiten. Man tauscht ja nur die Umgebung und man ist ja immer noch derselbe Mensch. Ich habe bei meinem Wohnmobil das Gefühl, ich komme überhaupt nicht hinterher mit all den Dingen, um die ich mich kümmern muss, die ich mal wieder aufräumen sollte, die leer sind oder ausgetauscht werden müssen. Es ist eigentlich immer irgendwas. Und nebenbei wechselt man auch noch ständig den Standort und muss sich in einer anderen Umgebung orientieren. Hier sollte jetzt eigentlich ein Bankautomat sein, aber ist er nicht. Das sind so Sachen, die eigentlich ganz schnell gehen könnten, Geld abheben, die dann einfach ewig dauern. Es sieht hier, um ehrlich zu sein, genauso wenig nach Bankautomat aus. Ich bin langsam etwas genervt, vor allem weil ich halt kein Fenster hinten habe. Deswegen will ich jetzt auch nicht irgendwo parken und dann mega rumlaufen und suchen, weil halt mir ein Fenster fehlt. Und das Fenster bekomme ich nur wieder, wenn ich Geld bezahle und deswegen will ich Geld abheben. Ich habe heute ein arabisches Frühstück bekommen, voll cool. Ich habe 2 Dubaianer getroffen, sagt man das so? Also Leute, die aus Dubai kommen und die haben sich in Berlin ein Wohnmobil gekauft und fahren jetzt wieder nach Dubai. Und die habe ich jetzt hier in Griechenland in Thessaloniki getroffen und die haben mir ein Frühstück gemacht, was sehr cool ist. Also auch sehr interessant, da ist Safran drin. Safran, Ei und Nudel, also sowas habe ich noch nie gefrühstückt. Oh mein Gott, ein Geldautomat, endlich.
Ich habe Cash, voll geil. Die Sache mit der Scheibe kostet mich übrigens 100 Euro. Man muss dazu sagen, es ist nicht mal eine neue Scheibe, sondern die wird halt geklebt. Und es ist jetzt nicht wirklich ein günstiger Preis, um ehrlich zu sein, weil da hätte ich mir ja fast eine neue Scheibe kaufen können. Aber das Problem ist, dass es sehr mühselig ist, für diese alten Wohnmobile die passende Scheibe zu finden. Und ich habe ja hier schon mehrere Fenster verloren und gesucht nach Scheiben. Und letztes Mal habe ich wirklich 1,5 Jahre gesucht auf eBay Kleinanzeigen. Deswegen war jetzt diese Entscheidung, 100 Euro für dieses Kleben zu zahlen, eine Zeit, also ich habe mir im Prinzip Zeit gekauft, Lebenszeit, weil alles andere hätte einfach viel länger gedauert. Long story short, ich hole jetzt endlich mein Fenster. Und dann habe ich nach 2-3 Wochen wieder ein Fenster. Kann das sein? Das ist ja unglaublich. Ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, weil es sieht einfach aus wie neu. Krass. Ich habe zum ersten Mal hier die Markise abgemacht. So sah mein Wohnmobil die ersten 30 Jahre ihres Lebens aus. Das ist quasi der Originallack. Ich habe damals zum Lackieren die nicht runtergenommen. Ein bisschen Fusch, ich weiß. Aber jetzt habe ich es runtergenommen, weil diese Dinger hier undicht waren. Konnte ich auch nur machen, weil ich Hilfe hatte. Allein hätte ich das gar nicht hinbekommen. Und ja, ist ein bisschen erschreckend, war, dass das mal die Farbe meines Wohnmobils war. Ich habe gerade hinten gestrichen und jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Wie immer, wenn ich irgendwas mit Farbe oder Dichtmasse mache. Das ist eigentlich der Klassiker bei mir. Selbst im Hochsommer fängt es dann auf einmal an zu regnen. Und jetzt ist das wieder der Fall. Ich will gar nicht nach hinten gucken, ob jetzt hier die weiße Farbe über mein Wohnmobil läuft. Ich nutze die unfreiwillige Pause und werde jetzt was kochen. Ich habe an Tagen wie diesen einen sehr kleinen Energiehaushalt und mit dem muss ich etwas wirtschaften und habe jetzt absolut keine Lust mehr, irgendwas zum Kochen zu überlegen. Ich möchte einfach nur was Leckeres essen, was mich hier bestärkt weiter durch den Tag bringt. Und das geht perfekt mit Löwenanteil. Die Gerichte von Löwenanteil kannst du innerhalb von 3 Minuten im Topf oder der Mikrowelle zubereiten. Ich habe mir dazu noch einen Reis gemacht. Die Fertiggerichte sind alle 100% Bio und es gibt auch eine große vegane Auswahl. Ich habe mich für die African Bowl entschieden. Das ist auch eines der bekanntesten Gerichte von Löwenanteil. Da sind ganz viele Fans von, weil es wirklich einen sehr speziellen Geschmack hat. Ich habe das schon mal probiert. Boah, das riecht schon sehr, sehr gut. Löwenanteil achtet bei der Zusammenstellung der Rezepte darauf, dass jede Mahlzeit ausgewogen ist und lange satt macht. Super praktisch ist, dass man das nicht kühl lagern muss, weil nicht jeder im Van hat ja einen Kühlschrank, beziehungsweise ich habe einen, aber er funktioniert nicht. Generell finde ich es zum Campen einfach super praktisch und ist eine gute Alternative zu den herkömmlichen Konservengerichten, wo man auch nicht so genau weiß, was da drin ist. Und mit meinem Code ROSA bekommst du auch noch 10%, also schau gern in der Infobox vorbei. So, heute neues Tag, neues Glück. Heute neues Tag, neues Glück. Neues Tag, neues Glück. Ich kann nicht mehr reden. Die Sonne scheint. Es soll auch so bleiben bis 10 Uhr abends. Das heißt, ich werde es wagen, das komplette Dach zu Sikaflexen und zu streichen und hoffe einfach, es trocknet bis dahin. Es bleibt mir jetzt auch nichts anderes übrig. Eigentlich wollte ich heute schon weiterfahren nach Istanbul. Deswegen, ja, die Stimmung sinkt täglich, wo das hier länger dauert. Aber ich bin zuversichtlich, dass das heute was wird. Ich habe letztens hier von 2 anderen Leuten, die auch so ein altes Wohnmobil haben, so einen Dachreiniger bekommen, weil die hatten ihr Dachfenster ausgetauscht. Und die meinten, dass es ganz gut ist, um das wirklich fettfrei zu bekommen. Das brauche ich für die Lackierung. Das ist allgemein sehr cool, wenn man andere Leute trifft, die auch so ein altes Wohnmobil haben. Dann fühlt man sich nicht ganz so allein und irgendwie auch nicht ganz so verrückt, weil am Anfang kannte ich halt niemanden, der so ein altes Wohnmobil hat und dann zweifelt man manchmal schon an sich, ob das überhaupt Sinn macht, so weite Strecken zu fahren und so. Auch wenn ich in Deutschland in der Werkstatt bin, fragen mich die Leute immer, wie weit fährst du noch damit zum Einkaufen? Und ich immer so, nein, ich fahre nach Spanien, ich fahre nach Griechenland, also weißt du? Ja, okay.
Also was ich hier mache, ist Folgendes. Ich habe zuerst das Dach abgedichtet mit Sikaflex und dann habe ich jetzt die deprimierende Aufgabe, ein weißes Dach weiß zu streichen. Mache ich nicht wegen der Optik, sondern weil das eine Silikonfarbe ist. Ich habe das selber auch nur auf Instagram bei jemandem gesehen, auch nicht mit der Farbe im Speziellen, weil ich halt jetzt in Griechenland bin, aber mit einer ähnlichen. Und dabei geht es irgendwie darum halt, und diese Silikonfarbe legt sich halt wie eine zweite Haut über das Dach und ist aber weiterhin elastisch. Und so erhoffe ich mir einfach, dass die Oberfläche ein bisschen geschützt wird, weil einfach gerade hier, das Alu am Dach hat echt eine schlechte Qualität. Die Seitenwände gehen, aber gerade hier am Dach habe ich so viel Alufraß. Man sieht das ganz gut. Hier, das ist ein ganz anderes Alu, das hat auch so eine Art Wabenmuster, das ist viel dicker. Und hier oben das Alu, das ist irgendwie viel dünner und hat einfach irgendwie eine andere Qualität. Ist sehr ungünstig, weil Dach eigentlich ja einfach wichtig ist. Man könnte es auch mit sowas Epoxidharzigem machen oder so. Ist aber, glaube ich, auch eine relativ ekelhafte Angelegenheit. Es ist jetzt so ein guter Kompromiss, das kann ich einfach machen und hat hoffentlich irgendeinen Effekt. Jede Lebensform hat Vor- und Nachteile und jeder muss sich selbst fragen, welche er in Kauf nehmen möchte. Meiner Meinung nach bringt das Leben im Wohnmobil deutlich mehr Nachteile mit sich als das Leben in einer Wohnung oder einem Haus. Super, ganz viele Fliegen. Ein niedrigerer Lebensstandard, Haushaltsaufgaben sind unbequemer und umständlicher, man muss sich ständig örtlich neu orientieren und hat kein soziales Auffangnetz direkt vor der Haustüre. Scheiße, das sind hier gerade wirklich einige Dinge, die nicht funktionieren. Hier fehlt was und oben fehlt auch ein Scharnier. Hier. Mann, ich will einfach, dass das fertig wird. Seit 3 Tagen laufe ich in diesen Malerklamotten rum. Das nervt mich echt an. Sieht gut aus. Ich wollte gestern Abend schon drüber lackieren, da war es noch nicht ganz trocken. Was aber auch gut so war, weil es hat noch mal richtig geregnet gestern Abend. Und es ist auch immer noch, naja. Auf der einen Seite hat das Leben im Auto also erhebliche Nachteile. Auf der anderen Seite gibt es aber auch enorme Vorteile. Das Gefühl von Freiheit und die Möglichkeit, an den schönsten Orten aufzuwachen. Das bedeutet ein Leben in Extremen. Viele Dinge sind unglaublich beschissen und andere Dinge dafür unglaublich toll. Das Leben im Wohnmobil ist für mich persönlich der Ausweg aus der Mittelmäßigkeit. Und das muss man wollen. Nicht für jede Lebensphase ist das Richtige und daher habe auch ich schon Pausen gemacht. Wer Vanlife machen will, sollte auf jeden Fall Durchhaltevermögen mitbringen und Resilienz, um bei Problemen die Ruhe zu bewahren. Diesen Muskel habe ich in den letzten Jahren ordentlich trainiert und merke, wie sehr ich als Person an der Challenge Vanlife gewachsen bin. Am Ende ist Vanlife eben kein Urlaub, sondern eine Reise. Und gerade habe ich ziemlich viel Lust, noch mehr davon zu erleben.